Ja, einen schönen guten Morgen. Ich bin auf Tour auf Koh Chang. Koh Chang heißt nicht Koh Chang, weil so viele Elefanten draus sind. Koh Chang ist Elefant. Nein, man hat wohl gedacht, die sieht so aus wie eine Insel, wie ein Elefant. Kann ich aber nicht nachvollziehen. Ja, wo bin ich heute hin? Der Michael hatte mir so ein paar Punkte gegeben hier auf der Insel, die ich mir unbedingt mal anschauen sollte. Unter anderem ist da ein Nilkreuzfahrtschiff, zumindest sieht es so aus, liegt hier auf dem Trockenen im Süden von der Insel. Habe gerade die Info im Ressort auch schon bekommen von Deutschen, die da sind, dass man leider nicht mehr auf dem Boot kommt. Das ist schon seit 2 Jahren gesperrt. Wahrscheinlich ist es auch, weil es baufällig ist. Und das wollte ich mir mal ansehen und mit der Drohne da rumfliegen und beim Flug dann eben halt auch die Landschaft aufnehmen, wie unterschiedlich sie ist. Sie ist also gegenüber Samui sehr unterschiedlich. Der Dschungel kommt wirklich bis hier zur Ringstraße. Da oben ist gar nichts, kein Haus, keine Straße. So wird es wohl vor vielen Jahrzehnten auch auf Koh Samui ausgesehen haben. Mir gefällt das ganz gut. Ich kann also nachvollziehen, diejenigen, die viele Jahrzehnte nach Koh Samui kommen und sagen, oh, wie sieht es jetzt da aus, überall sind Häuser. Wenn ich jetzt also so da hoch gucke, ist also richtig Dschungel. Und man weiß, was da alles rumkeucht und fleucht. So, wir gucken jetzt mal nach vorne und wir fahren jetzt zum Boot. Hier sind kleine Bergdörfer. Die sind hier richtig in den steilen Hängen gebaut. Sehr schmal das Ganze hier. Aber mit meinem Wagen kommen wir trotzdem ganz gut aus. Erinnert mich so ein bisschen an Koh Phangan, wenn man in den Süden runterfährt. Da sind ja auch sehr steile Hänge, Straßen. Einige Kilometer bevor man zu diesem Lowe's Place kommt, dem verlorenen Platz, wo dieses Schiff ist die Straße nur noch einspurig passierbar. Aber wenn man hier vorsichtig fährt, hier kommen ein paar Roller, bis jetzt ist noch kein Auto gekommen, dann kann man das alles wunderbar managen. Wir haben jetzt noch 700 Meter bis zu diesem besagten Boot. Tja, hier ist Sendepause. Da ist die Schranke runter. Ja, ich habe jetzt vorne an der Pforte mit dem Deal gemacht, 200 Baht habe ich ihm bezahlt und jetzt hat er mich reingelassen. Und hier sehen wir schon das erste. Guck mal da, die ganzen Elefanten. Der ist aber riesig. Und ja, leider Gottes auch verfallen. Ja, das sind doch Maßstäbe. So groß muss ein Elefant sein. Und das andere auch. Reception, Boot, Cellat. Ja, das ist wohl mal wirklich ein Hotel gewesen. Und hat vielleicht keine Gäste mehr gehabt. Und da waren die Renovierungskosten zu hoch. Ich liebe es. Ja, liebe Zuschauer, das war mal ein altes Hotel und hier ist der Einlass zu diesem Schiff. Ist beachtlich. Ich hätte gerne die Historie von dem gekannt, kenne ich aber nicht. Ich kann also nur die Bilddokumentation jetzt hier zeigen. Dann gucken wir uns das mal an. Was ihr hier seht, das ist der Eincheckpunkt. Ja, wie gesagt, da unten ist der Einlass von dem Boot. Da hat man das ja wohl ausgebaggert mal, damit das Boot
da Platz hat, und hinten hat man es wieder verschlossen. Und hier ist auch eine Strandanlage dran. Daneben ist noch ein Teich mit dem Boot, mit dem Haus. Ja, ich weiß auch nicht, ob das wirklich ein Nil-Kreuzfahrtschiff mal gewesen ist. Es ist aber fast so eine Bauart. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher. So, dann komme ich lieber auf der anderen Seite. Jetzt habe ich so viel Stahl dazwischen für den Empfang. Und da oben ist das Sonnendeck. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, ist ziemlich verrostet. Ja, und da ist der Antrieb für die Ankerkette, die geht ja da runter. Hier unten muss es ja irgendwo verankert sein. Leider, das heißt leider, eigentlich ist es aus Sicherheitsgründen ja nicht gut, da rein zu gehen. Wer weiß, wie baufällig das Ding ist. Und das könnten auch Gebläse sein. Schwer zu erkennen. Das ist das Oberdeck. Also ist schon außergewöhnlich, sowas hier in die Landschaft reinzusetzen. Man kann erahnen, dass da mal Partys gefeiert wurden. Und dann konnte man da hinten am Strand. Haben eine ganz schöne Höhe, muss ich sagen. Das wären etwa 2, 4, 6, 8, 10, also 20 Meter wird das wohl hoch sein. Und hier hinten müsste ja irgendwo der Antrieb rausgucken. Schaut euch das mal an, da ist ja auch wieder ein Bug. Das sieht so aus, als ob der vor- und zurückfahren könnte. Also ich weiß jetzt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ist ein bisschen eigenartig. Aber ich gehe davon aus, vorne war ja der Antrieb für die Ankerkette, dass es das Heck ist. Also es muss früher mal was hier Besonderes gegeben haben, weil das auch mit den Elefanten vorne ist und die Eingangsstraße. Muss mal exklusiv gewesen sein. Vielleicht kann der eine oder andere was sagen. Vielleicht war er ja auch mal hier auf dem Boot und hat hier Urlaub gemacht. Jetzt gehen wir mal zum Strand runter. Da sind hier ein paar Häuser da hinten. Das Wasser ist kristallklar, wie man es so sehen kann. Also ich muss schon sagen, mal nach hier zu kommen, das lohnt sich, um alleine mal diesen Eindruck zu bekommen von diesem riesen Klotz. Der Name war ja The Galaxy, steht da auf dem Boot. Hier haben wir auch einen schönen Strandbereich. Diese Häuser interessieren mich jetzt, ob das jetzt auch schwimmende Boote sind. Da gehen wir mal gucken. Die stehen auf Stelzen, da hinten sieht man ein sehr schönes Boot. Da fliegen wir mal hier an der Seite vorbei. Ich kann jetzt nicht erkennen, ob die auch zu verfallen sind. Aber ich glaube, da lebt auch keiner mehr. Hier unten ist es super ruhig, muss ich sagen. Ich höre nur im Hintergrund die Wellen. Ich gehe davon aus, dass da keiner mehr wohnt. Es gehörte wahrscheinlich mal zu einem gesamten Komplex mit diesem Schiff, dass man sich also hier einmieten konnte. Da muss man aber sagen, da sind die Investitionen
Hier echt futsch. Ja, da liegen noch ein paar Wracks. Und dann fliegen wir mal wieder zurück. Hier muss damals mal die große Reception gewesen sein. Man kann auch hier reingehen. Da hat man so eine Ahnung, wie es früher hier ausgesehen hat. Ich glaube, das war noch aus besseren Zeiten von diesem ganzen Komplex. Da sieht man das Boot, wie es damals gewesen ist. Mit der Innenausstattung. Wenn man Koh Chang so sieht, ist eine idyllische Insel und vor vielen, vielen Jahren war wahrscheinlich hier gar nichts. Und da haben sich einige Gedanken gemacht, wie kann man da ein Hotel hinbringen, wo keine Infrastruktur ist. Und die sind auf eine geniale Idee gekommen und haben einfach Schiffe fertig gemacht, haben die nach hier gebracht. Da ist ja auch so ein Schiff mit einer Poolanlage und schon hat man eine fertige Hotelanlage an dem Ort, wo es traumhaft ist. Und das ist nicht der Aufgang bei der Titanic, da komme ich gerade drauf. Ich habe die Genehmigung gerade bekommen, hier hochgehen zu dürfen, aber wenn ich das Morsche sehe, da gehe ich mal nicht weiter, bevor ich hier noch irgendwo reinfalle. Ein schönes Gemälde. Könnte natürlich ein Glückstreffer werden, wenn das ein Bekannter ist, der das gemalt hat. Nein, da steht also kein Name drauf. Sonst hätten wir das mitgenommen für kleines Geld. Ich hatte gesehen, hier hinten ist auch noch eine kleine Cafeteria. Und was steht hier? Ein Flügel. Ich werde verrückt. Erinnere ich mich gleich an den Film Pretty Woman, wo die da drauf saß und wer weiß was er mit ihr machte. Ja, hier ist die Küche. Da bleiben wir am besten mal raus, da sind bestimmt auch Vierbeiner noch drin. Ja, liebe Gäste, wenn ihr jetzt einchecken wolltet, dann kommt ihr so um die 20 Jahre zu spät. Das muss mal ein wunderbarer Ort gewesen sein, mit einer wunderbaren rückwärtigen Kulisse von den Bergen. Da haben sich viele wohl Gedanken darüber gemacht, hier eine Hotelanlage hinzusetzen. Die wurde nicht gebaut, sondern sie wurde per Schiff nach hier gebracht. Das ist natürlich auch eine super Idee, gerade in so einem Gelände hier, wo noch die Infrastruktur noch nicht da war und jetzt auch noch schlecht ist. Beeindruckend. Wenn euch das gefallen hat, dann hoffe ich, dass ihr meinen Kanal abonniert und wir sehen uns beim nächsten Mal.